Hallo, ich bin Christoph und ich stelle euch heute unseren Touren-Backpack vor. Ein ultraleichter Rucksack, der trotz seines extrem niedrigen Gewichtes ein Volumen von 23 Litern und eine Vielzahl von durchdachten Funktionen bietet und daher ein vollumfänglicher Tourenrucksack von der Tagestour bis hin zum Alpencross ist. Der Rucksack hat auf der Außenseite mehrere Fächer für die Dinge, an die man untertags drankommen möchte, zum Beispiel sein Werkzeug und die Ersatzteile oder Geld und Schlüssel. Darunter ist ein längeres Fach für die Pumpe. Auf den Außenseiten haben wir auch zwei übereinander liegende, extrem große Hüfttaschen, denn der Rucksack deckt ja die Trikottaschen ab. So kommt man auch während der Fahrt an Stauraum hier, zum Beispiel für die Jacke, für eine Trinkflasche, für Bananen oder irgendetwas Ähnliches hin. Auf der anderen Seite ist die außenliegende Tasche auch noch mit einem Reißverschluss ausgestattet. Der Rücken hat eine Rückenplatte und eine zweite Distanzschicht, sodass es gut durchlüftet ist und auch eine gewisse Steifigkeit bietet. Das Schultersystem ist ein wenig von einem Trail-Running-Rucksack inspiriert. Dadurch sitzt der Rucksack auch in sehr ruppigen Abfahrten ganz stabil am Körper. Um ihn aufzuziehen, wird man erst einmal die Schultergurte maximal verlängern und das Gleiche auch am Hüftgurt tun. Jetzt ziehe ich den Rucksack mal an, schließe den Brustgurt und den Hüftgurt. Dabei schaue ich, dass die Flossen hier auf dem Hüftknochen zu liegen kommen und verkürze dann die Schultergurte, bis der Rucksack gut und stabil sitzt. Der Brustgurt lässt sich auch noch anpassen, indem man hier unten auf die Druckknöpfe drückt und die elastischen Schnüre verkürzt. Man kann die dann auch noch hier unten drin verstauen. Außerdem bietet sich auch eine Höhenverstellung an. Lässt sich hier ausfädeln und entweder eins höher oder eins tiefer durchschlaufen. Dann sitzt, je nachdem, wo der Rucksack positioniert ist, der Brustgurt an der perfekten Stelle. So, wie ihr seht, komme ich hier gut an die Fächer auf der Hüftflosse und habe auch noch große Fächer hier oben, zum Beispiel für Geld, Ausweis und Sonstiges. Auf der linken Seite würde auch ein Mobiltelefon gut reinpassen. Außerdem befindet sich auf der Außenseite auch noch eine Tasche mit einem Helmnetz. Damit lässt sich sehr einfach ein Helm befestigen, indem man das hier oben in die entsprechenden Schlaufen einhakt. Und der Helm sitzt stabil auf dem Rucksack. An der Unterseite des Touring-Backpacks befindet sich noch ein Reißverschluss mit einem Fach mit der Regenhülle. Um sie zu befestigen, schaut ihr, dass das Logo lesbar ist. Stülpt sie oben über den Rucksack. Dann gibt es hier ein elastisches Band, was unter dem Schultergurt durchgeführt wird, durch diese Schlaufe und unter dem anderen Schultergurt eingehakt wird. Und auf der Unterseite zieht ihr das unter den Rucksack durch und hakt das jeweils unter der Hüftflosse durch. Wieder in die entsprechende Schlaufe ein. Solltet ihr den Rucksack nicht so voll gepackt haben, habt ihr auch noch die Möglichkeit, seitlich über die reflektierenden Kompressionsschnüre den Rucksack zusammenzuziehen. Neben diesen Reflektoren gibt es auch noch die Möglichkeit, ein Licht anzubringen. Dazu wird eine Lampe einfach unter diesen Schlitzen hier durchgeführt. Der Zugang zum großen Hauptfach des Rucksacks befindet sich auf dem Rücken. Dadurch kann man
das Fach ganz aufklappen und hat perfekten Zugriff. Hier unten haben wir noch ein Compartment mit einer Verschweißung und einem Rollverschluss hineingebaut, in dem man die feuchte Wäsche von der trockenen trennen kann und wenn man es nicht braucht, hier unten verstauen. Auf dem Rücken befindet sich auch noch eine Tasche für den Trinksack. Den würde man jetzt hier hineingeben. Weil der Rücken aufklappbar ist, wird der Schlauch hier unten durchgezogen und auf der rechten Seite des Rucksacks durch diese Schlaufen geführt. Ich nehme hier mal das Ventil ab. Und durch den rechten Schultergurt nach vorne geführt. Hier oben befindet sich noch eine Schlaufe zum Aufhängen des Trinksacks. Und dann können wir den Rücken wieder verschließen. Und der Schlauch ist parat zum Trinken, auch während der Fahrt. Das war unser Touring-Backpack. Wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt, meldet euch gerne unter info@cyclite.cc.